Bei Amazone wächst die Familie der pneumatischen Bestellkombinationen. Als Nachfahre der ADP Spezial führt Amazone nun die Centaia Spezial ein, bei der im direkten Vergleich einige Systemwechsel zu erkennen sind, beispielsweise der nach hinten verlagerte Verteilerkopf. Für die Saatbettbereitung lassen sich verschiedene Bodenbearbeitungsgeräte, wie zum Beispiel hier die neue Kreiseleggenbaureihe mit nun 12 Kreiseln auf 3 Metern per Quicklink-Schnittstelle im System integrieren. Bevor es jedoch aufs Feld geht, folgt ein Einblick in den Saattank und auf den Abdrehvorgang. Im maximal 1500 Liter großen Saattank gibt es einen von innen verstellbaren Füllstandsensor und eine Skala als Orientierungshilfe. Unterhalb der Rollplane sind hier optionale Roste an Bord, die auch Reservesäcke aufnehmen können. Nach dem Saatgut einfüllen muss man klassisch die mitgeführte Abdrehwanne unterschieben, danach die Abdrehklappe öffnen, um anschließend den Abdrehvorgang zu starten. Rechts neben dem Dosiergerät sind weitere Dosierwalzen untergebracht. Zum Wiegen sind ein Falteimer und eine Waage dabei. Das Gewicht wird anschließend in der Bedienoberfläche eingegeben, entweder im optionalen Twin Terminal oder klassisch in der Kabine. Auf geht's ins Feld. Bei der neuen Kreiseleggen-Generation KE02 kann man nun ab sofort die Leistungsfreigabe am Namen erkennen. Wir haben beispielsweise das Modell KE3002 eingesetzt, das um die Ziffern 190 ergänzt wurde. Die 190 steht dabei für die freigegebene Zapfwellenleistung. Alternativ gibt es Modelle für 150 oder 240 PS. Die Zinken arbeiten bei diesen KE-Modellen immer auf Schlepp. Details wie eine hydraulische Tiefenverstellung sind optional erhältlich. Die Planierschiene vor der Walze lässt sich mit Hilfe des Bordwerkzeugs auf der linken Seite zentral verstellen. Walzen gibt es mit 5 verschiedenen Profilen, je in unterschiedlichen Durchmessern. Wir waren mit der 600 mm Zahnpackerwalze im Feld. Im Übrigen haben die Entwickler den Schwerpunkt der Kombination nach vorne verlagert, was der benötigten Hubkraft zugutekommt. Ein paar Worte zum neu positionierten Segment Verteilerkopf. Die Anordnung am Heck begünstigt unter anderem die Schlauchführung. Zeitgleich wird das Befüllen per Frontlader nicht beeinträchtigt und die Sicht vom Schleppersitz nach hinten ist sogar besser als zuvor. Schare gibt es für die Centaia Spezial wahlweise 2 verschiedene. Entweder das Rotec Einscheiben- oder das Twintec Doppelscheibenschar. Beim gefahrenen Twintec-Schar erfolgt die Saattiefenverstellung für beide Maschinenhälften separat. Tiefengeführt wird das Doppelscheibenschar über eine Einarmanlenkung. Eine Parallelogrammführung gibt es bei diesem Modell nicht. Der Striegel hinter den Andruckrädern ist optional erhältlich. Der Reihenabstand beträgt auf Wunsch 12,5 oder 15 cm.
Bei der Maschinenansteuerung hat man als Kunde die Wahl. Entweder nutzt man eine Isobus- oder eine CAN-Bus-Bedienung. Wer beispielsweise mit variablen Aussaatstärken oder Section Control arbeiten will, muss sich zwangsläufig für den Isobus entscheiden. Für Komfort sorgen Optionen wie eine hydraulische Schardruckverstellung. Anpassen kann man den Druck bis 40 Kilogramm pro Reihe. Beim Verstellen des Schardrucks misst ein Sensor den Hub der Kolbenstange und gibt die entsprechenden Werte dazu im Terminal aus. Das Arbeitsbild auf dem gepflügten Land ließ nur wenige Wünsche offen. Zum Beispiel hätten die Anschlussspuren etwas gleichmäßiger sein dürfen, was mitunter an einer nicht optimalen Walze für den schüttfähigen Boden lag. Kosten soll die neue Bestellkombination in der gefahrenen Ausstattung knapp 73.000 € Listenpreis ohne Mehrwertsteuer.